abbrechen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Abseits. Ich weiss, es ist traurig, aber wir sind wieder eine ganze Männerrunde, dafür eine sehr, sehr erfolgreiche Männerrunde. Ich fange ganz rechts an, der andere ist Meier, von dem habt ihr schon manchmal gehört in meinen Videos. Das ist der Teammanager von den Young Boys, das ist der mit dem ganzen Geld bei den Young Boys. Nachher haben wir den Sämi, der Mann mit so vielen Jahren Erfahrung im Frauenfußball. Er, der jetzt FC Luzern Frau in der Nationalliga B trainiert. Und links von mir der Hugo, den kennt ihr schon. Der hat das Ganze organisiert und erlaubt uns jetzt hier einen kleinen Podcast zu machen für euch. Aber zuerst mal, Jungs, das erste Mal wieder Fußball nach 4 Monaten. Wie hat es sich angefühlt, so einer nach dem anderen? Andres? Ja, also zuerst mal herzlichen Dank, Adrian, für die Einladung. Und dann natürlich auch dem Hugo und dem Frauenteam Thun, Berner, Oberland für das tolle Organisation von dem Blitzturnier hier. Und ich muss sagen, es war wirklich cool gewesen, nach knapp 4 Monaten, dass man wieder mal auf den Platz darf, wieder mal ein Match haben. Ich glaube, alle haben Freude gehabt, Staff und auch unsere Spielerinnen. Ich glaube, bei den anderen Teams war es genau gleich gewesen. Es war top gewesen. Sämi, wie ist es gesehen, wieder an der Seitenlinie? Hat es gekribbelt? Ja, es wäre gut gewesen, wenn wir alle oder mehr Spielerinnen dabei gehabt hätten, aber die Idee selber ist absolut genial. 3x45 Minuten spielen, ein bisschen etwas ausprobieren und wirklich eben das erste Mal wieder nicht mehr gegen die eigenen spielen. Ich denke, es war Zeit, dass wir wieder einen neuen Start haben. Hugo, das Turnier knapp verloren. Du regst dich sicher auf. Aber IB ist halt knapp besser gewesen. Ja? Gut, ihr habt das im letzten Podcast gesagt, ich habe es nicht noch nicht, oder über den Teams so große Messen sagen, dass wir uns unterstützt haben. Ich glaube, wir haben eine gute Nachmittag gesehen, wir haben einen guten Morgen gesehen mit den Zweitliga-Teams. Und von daher gesehen, es ein guter Erfolg für den Frauenfußball hier in der Berner. Das ist halt so. Reden wir doch schnell über das ganz große Spiel. Sorry, Sämi, ich würde jetzt einfach sagen, das Highlight. Thun gegen IB. Was ist euer Fazit davon? Vielleicht Sämi auch als externer Beobachter. Ich habe extrem Freude gehabt, endlich mal wieder einen Match so kommentieren. 45 Minuten lang haben wir euch nichts geschenkt. Das Abseits-Goal von den Young Boys, aber es war extrem knapp gewesen. Und ja, Thun hat sich 2-3 Mal nicht so clever angestellt, kein Goal geschossen, wenn sie hätten super Chancen gehabt. Ja, das passiert auch mal. Andres, was meinst du zu der Leistung deiner Mädchen? Ja, also ich muss jetzt generell sagen, für mich sind alle 3 Matches Highlight gewesen. Es war wirklich cool gewesen, wieder mal Spielzeit zu haben. Wir haben jetzt relativ viele Spielerinnen dabei gehabt, 24 Stück. Und das ist optimal, dass alle ein bisschen Einsatzzeit hatten. Von dem her ist eigentlich das Resultat nebensächlich. Es war ja der erste Test nach einer wirklich langen Phase. Und klar, es ist schön, das Derby zu gewinnen. Das würde jetzt der Hugo sicher so auch sagen. Ja, aber ich denke, mit dem letzten Match dürfen wir doch nicht ganz zufrieden sein. Ja, und das Resultat ist eher nebensächlich in dieser Sache. Hugo? Ja, ob jetzt Offside gewonnen oder nicht, das schätzt sich jetzt gern, der ist Goal und wie gesagt, Selena Fried hat gezeigt, so wie wir im Goal steht, mit dem Big Safe, beim Kopfball von Sozialen Medien noch. Ich glaube, wir haben gute Gegner gehabt, das Ziel ist gesehen, nicht irgendwie den Kopf ins Sand stecken, weil wir es nicht kriegen, wir haben unsere Chancen gehabt. Ich glaube, wir haben schon gemerkt, dass wir 6 Trainings dabei gehabt haben, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist für die Zuschauer ein richtig cooler, ein geiler Match gesehen, der gefällt hat. Keine Antasten, sondern nach dem Viertel Vollgas und das Ziel erreicht. Sämi, du hast heute schon gegen beide gespielt. Hast du gedacht, dass der Match so eng wird? Für mich ist das Tempo, gut, ich weiß nicht, das ist noch schwer zu unterscheiden, aber im ersten Match gegen IB ist natürlich schon die Einstellung der Spielerinnen, mal können gegen ein Nationalteam spielen, junge Spielerinnen. Und die Einstellung ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Sie sind auch ein bisschen verschrocken, dass das Tempo viel höher ist. Gegen Thun haben wir verwechseln. Im Moment denke ich, wir tun die ein anderes System spielen und tun ihnen eigentlich mal, ja, weil sie daheim da und das Turnier organisiert, dass wir ihnen das Eingang wünschen. Tanja, danke vielmals, ist Toni jetzt besser umgeschaltet. Vielleicht jetzt dafür ein bisschen Hall.
Ja, Sämi natürlich humoristisch sagt, das Team hat sich gegen die Youngboys vor allem sehr gut dargestellt. Ich habe das Gefühl gehabt, gut verteidigt, gut gemurrt. Die Youngboys sind nicht immer so durchgekommen. Dann habe ich extrem Freude gehabt am zweiten Team von den Youngboys, wo wir gesehen haben, all die jungen Spielerinnen. Andres, endlich werdet ihr eurem Ruf gerecht, da die Dreifachmeisterinnen von der 19er auspackt und die haben super harmoniert zusammen. Ja, also man muss jetzt sagen, wir haben jetzt schon im letzten Sommer relativ sehr viele Spielerinnen genommen, die eine sehr gute Gefallen gemacht haben in der ersten Saison. Ich denke an Leona Zell, ich denke Laura Frey, das sind wirklich ganz verschiedene Spielerinnen, viele haben wir gut genommen. Jetzt sind heute wieder 4 dabei gewesen, die letztes Jahr in der U19 waren und ja, die machen es gut, das ist schön. Und es ist ja schön, wenn es dort ein Konkurrenzkampf gibt. Das ist das Ziel. Jetzt ist das Turnier wichtig, dass man wieder mal ein bisschen Spielpraxis hat, wieder mal ein bisschen spielt. Aber ich nehme nicht an, dass solche Teams jetzt durchziehen werden bis am 15. August, wenn es wieder losgeht. Wie wird jetzt die Vorbereitung gestaltet? Wollen ihr jetzt möglichst viele Matches haben oder ist es jetzt wieder zusammen an der Physis arbeiten? Was steht jetzt für euch 3 im Zentrum? Hugo? Ja, wir trainieren erst seit 2 Wochen, sind 6 Trainings. Wir werden jetzt am Mittwoch mit der Vorbereitung für die neue Saison anfangen. Wir werden das 4 Wochen machen, dann noch eine Woche Ferien geben. Dann werden die ersten Tests anfangen. Und dann werden wir es so handhaben, dass wir in der Nazi-Pause gewisse Spielerinnen noch eine Woche Ferien geben. Es ist für alle Neuland, ich habe es mit den Trainern gehabt. Es ist wirklich, man hat noch nie so lange Pause gehabt. Was ist richtig, was ist falsch? Ich glaube, das kann man erst im Winter sagen, was der optimale Schlüssel ist. Bei IB ist es natürlich so, die haben seit 3 Wochen glaube ich, im Mannschaftstraining schon, also mit der individuellen Gruppe oder 4 Wochen, die sind schon länger. Also, ja, das muss jeder dann selber entscheiden. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich mit der Mannschaft so lange diskutiert habe und die Spieler die planen eigentlich drauf. Dann ist eigentlich der Entscheid mit dem Team gefällt worden. Sämi, wie sieht es bei dir aus? Viel Match, wenig Match? Also viel Match, wenig Match. Im Moment haben wir 2 Spiele geplant, aber es ist schon so, wie der Hugo sagt, es ist für alle speziell. Der Hugo hat viel später angefangen zu trainieren. Wir haben relativ klein, was heisst, in 5 Gruppen dürfen wir. Hat unser Team das Gefühl, wir wollen auf den Platz. Es ist egal, wenn wir nicht so viel machen können, wenn wir keine Zweikämpfe dürfen, wir wollen auf den Platz. Also wir sind schon länger am Trainieren, wir machen jetzt 2 Wochen Ferien. Aber es ist schon, ich sage mal, das hätte ich einfach da erwähnen. Ich wäre froh, man hätte irgendwann jetzt in absehbarer Zeit möglichst schnell den Spielplan, mal definitiv Daten. Die fehlen mir im Moment noch. Die habe ich auch gestern vermisst, oder vermisse sie immer noch. Und das wäre für mich wichtig, dass wir genau planen können. Endlich werden wir kontrovers, Andres. Der Ball kommt zu dir, du bist Superstar in der NLA oder die Young Boys sind immer gut vernetzt. Du bist bei der FIFA gewesen, also hast du irgendwo irgendwelche Strings, die du kannst pullen oder wieso? Weißt du mehr als die anderen? Nein, jetzt übertreibst du masslos. Ich weiss, das ist ja nicht so ganz. Ja, aber so meine ja, die Pläne sollten jetzt in den nächsten Tagen rauskommen, so viel weiss. Ich glaube, am Montag sollte der Spielplan veröffentlicht werden. Bitte bin ich ganz behaftet drauf. Ja. Aber ich denke, ja, da sind alle sehr froh, wenn wir die Pläne haben, wie es aussieht. Bei uns ist es jetzt so, wir trainieren noch nächste Woche eine Woche. Dann geht es 2 Wochen in die Sommerpause. Dass auch die noch angewiesen sind auf Schulferien, auch doch noch ein paar Tage weggehen können. Und dann die intensive Vorbereitung starten auf die neue Saison. Du sagst, du glaubst am Montag, ich meine, der Hugo hat schon darüber ausgerufen im letzten Podcast letzte Woche, aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Vor allem nachdem wir die Saison abgebrochen haben, wäre die Planung, hat man die ein bisschen kleiner schon wissen, oder? Ja, also man muss jetzt immer noch sagen, die UEFA hat jetzt definitiv ihre Termine auch erst am letzten Donnerstag durchgegeben. Ich habe da schon noch ein bisschen Verständnis, dass wir die dann das Definitive abwarten wollen. Ja, es gibt immer ein Abwägen. Also ich will jetzt da nicht einen grossen Vorwurf machen. Ja gut, Sämi, du hast ja schon gesagt, du hättest es schon kleiner wollen, oder? Also nein, ich wäre einfach natürlich froh gewesen, dass man eigentlich ja, schon ein bisschen vorausgegangen ist, wenn es mir wirklich genau anfängt. Ich sage mal, wenigstens ein offizielles, den fangen wir wirklich an. Das ist für mich so ein bisschen das Wichtigste. Das Spielplan sagt, das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Also meine Match ist ein Match, aber ja, das genaue Datum.
Ja, aber wie gesagt, ich sage halt immer, du musst schauen, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt und die Planungssicherheit wäre besser gewesen, wenn wir gewusst haben, was ist Plan A und Plan B, weil wir wissen, gesundheitlich könnte vielleicht noch eine zweite Welle von Corona auf uns zukommen und dann wäre es gut zu wissen, was ist der Notfallplan. Also das Gefühl, wieder proaktiv kommunizieren, wäre halt einfach besser. Aber ungeachtet dessen gehen wir in die Saisonplanung ein. Andere, ich bin ganz frech, frage die direkt die Spielerinnen, die wir heute gesehen haben, abgesehen von den neuesten Spielerinnen, die wir verpflichtet haben, sehen wir die alle nach der 4 Jahre wieder bei euch. Gut, das wird ein grosses ganzes Team sein, das man sieht, ja, das ist so. Es kann immer noch 1, 2 andere geben, das wollen wir nicht ausschliessen. Aber im Großen und Ganzen wird das ein Team sein für die neue Saison. Ich denke, die grosse Frage, die sich alle stellen, ist Serena Friedli, oder euer Captain. Wir wissen, Serena hat schon länger ins Ausland wollen und dann ist die Verletzung dazwischen gekommen, jetzt ist Corona dazwischen gekommen. Sie will ja nicht blind ins Ausland. Wir wissen, dass sie auf ein gutes Angebot wartet von einem Verein, das sich auch lohnt und nicht einfach irgendwo hin. Rechnest du noch mit ihr? Ja, also wir sind vorbereitet, falls da in die Richtung etwas passieren sollte. Wenn sie wirklich ein attraktives Angebot aus dem Ausland haben oder rüberkommt, dann ist das bei ihr sicher noch ein Thema. Wir werden dort auch nicht im Weg stehen. Ich meine, es ist so eine verdienstvolle Spielerin für uns. Sie hat so viel gemacht und sie hat so einen positiven Einfluss. Und, ja, für mich ist sie klar so die beste Goalie in der Liga, diskussionslos. Ja, und einfach den ganzen Pack vom Typ her und dort würden wir sicher nicht im Weg stehen. Genau. Serena Friedli, ich eröffne jetzt auch die Diskussion für die anderen. Ich sage immer, nur 7 Länderspiele seit 2012 in der Nazi, das schmeckt noch wenig. Was denken ihr zwei? Wir dürfen euch auch. Ich bin ein Nazi-Coach. Gut, was ich Serena Friedli bei uns im Match gesehen habe, ist eigentlich unbegreiflich. Ich bin nicht der Einzige, der wahrscheinlich so denkt. Aber es ist halt immer die Philosophie von einem Nazi-Trainer. Aber es war zuerst von Tecklenburg, wo sie eigentlich keine Chance bekommen hat. Jetzt ist ein neuer Nazi-Trainer gekommen. Ich habe auch schon einen Podcast gehört. Ich habe eigentlich erwartet, dass eigentlich dort ein neuer Konkurrenzkampf aufgeht. Das ist eigentlich nicht passiert, finde ich schade. Zu diesen Frieden wird sich sicher Gedanken machen, will ich mir das nachtun oder nicht. Es ist immer so hin und her. Aber eben, wie gesagt, auch heute zu diesen Frieden gesehen, gegen uns stimme ich mal das zu. Nicht jeder hat den Ball gehabt, das war ein Riesentag. Und von dem her gesehen kann sich jeder glücklich schätzen, wenn sie noch bei ihnen zwischen den Pfosten steht. Und ich glaube auch, dass ich alles wieder setzen, dass man sie noch ein Jahr behalten kann. Das, glaube ich, ist extrem wichtig für das Team, wenn sie mit einer jungen Equipe in eine Saison gehen, dass sie doch hinten Rückhalt haben, eine gute Persönlichkeit mit viel Erfahrung, die das Team auch von hinten raus führen kann. Und das wird der Schlüssel sein, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir da anderes recht, aber ich habe das Gefühl, auch für Serena Friedli wird es ein Jahr noch in der Schweiz sicher Ding, das sie sich noch zeigen kann, weil die Angebote werden kommen. Da bin ich hundertprozentig, das weiss er sehr. Es sind ja auch schon Angebote gekommen, man weiss es einfach nicht von dem Kaliber, das sie hat wollen, oder? Ja. Ich meine, sie hat schon vor 4 Jahren auf Italien. Also, sie hätte definitiv, wenn einfach nur ins Ausland wäre das bei ihnen machbar gewesen. Das ist definitiv so. Aber sie ist halt so, sie ist eine intelligente Frau und sie tut es gut abwägen und das ist halt auch wieder etwas, was für sie spricht. Also sie muss nicht erzwingen. Darf vielleicht auch ein bisschen Eigenlob haben, sie weiss nicht, was sie alle hat. Ja, aber ich muss da schon sagen, wir würden sicher nicht im Weg stehen, ihre Steine weglegen. Also wenn für sie wirklich etwas Gutes kommen und sie das will, dann würden wir Rücksicht nehmen auf das. Darf ich das Thema Friedli nutzen, um einen kleinen Sprung zu machen? Auslandsspielerinnen, wir haben jetzt unsere Bundesligaspielerinnen, die sind noch im Einsatz. Der Rest von unseren Spielerinnen Legionärinnen pausiert. Denkt ihr, das könnte ein Problem werden, wenn wir dann im September wieder loslegen müssen mit der Nazi? Also ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Problem ist. Ich glaube, die sind professionell genug, dass die selber trainieren. Also ich weiss jetzt zum Beispiel von der Ramona Bachmann, die in Sigel daheim war. Und die hat ja regelmässig trainiert.
Und die sind auf dem Platz gesehen. Und klar ist es halt nicht so intensiv, aber ich glaube nicht, dass die wie jetzt junge Spielerinnen, die wir haben in einer Nazi B, die nicht die Erfahrung haben, die brauchen viel längere Zeit. Und ich glaube, die Nazi-Spieler sind professionell genug, das ist kein Problem. Jemand schaut von Timbuktu aus, das ist sehr nett. Ob wir langsamer reden können, wir probieren es. Habt ihr gehört, jemand schaut aus Timbuktu zu. Vielleicht nicht ganz so schnell mit dem Schweizerdeutsch. Aber ja, ich meine, wie du sagst, die Erfahrung von diesen professionellen Spielerinnen aus dem Ausland ist sicher wichtig, aber es ist halt doch ein bisschen ein Tritt, der fehlt. Was denkst du, Hugo? Ja, ich denke, dass jede Spielerin seine Zeit braucht, für den Spielrhythmus kommt. Das haben wir heute auch gut gesehen. Aber auch dort glaube ich, dass Du fällst das auch in der Schlüssel rausgeführt hast. Das ist Leibsendung. Nein, ich glaube schon, dass es für gewisse Spielerinnen schwieriger wird, in den Rhythmus hineinzukommen. Da wird es jüngere Spielerinnen geben, die für sie besser ist. Aber eben, wie gesagt, das wird man dann sehen auf dem Platz. Also ich habe das Gefühl gehabt, man braucht die Spielminuten. Das ist definitiv so. Training individuell. Da fehlt einiges, das sieht man überall und ich glaube schon, dass es seine Zeit braucht. Aber wie gesagt, die Nazi-Datum sind ja noch weit weg und es ist noch die Champions League und. Und es geht ja auch gleich. Genau, also die anderen kann ich sagen, also die haben zum Teil noch länger Pause. Wir rutschen im Transfermarkt durch. Ich denke, das ist jetzt interessant und dann lassen wir den Ball auch springen. Ihr wisst, ich habe gesagt, 25, 30 Minuten maximal. Und zwar beim Transfermarkt finde ich interessant, wir sehen wieder die Entwicklung Ausland. Oder? Wir sehen, Tiara Buse geht ins Ausland, Lara Marti geht ins Ausland, Meier Gut geht ins Ausland. Auch Ivana Fuso, die keine Schweizerin ist, aber sie geht ins Ausland. Ich denke auch bei den Young Boys gibt es den einen oder anderen, der mit dem Ausland geliebäugelt hat, der vielleicht noch nicht den Sprung gemacht hat. Wir wissen, von verschiedenen Teams gibt es das. Muss eine junge Schweizer Spielerin jetzt fast ins Ausland im Moment? Oder wie würdet ihr das werten? Gut, halt im Ausland kann man Profi sein. Das ist in der Schweiz fast nicht möglich. Vielleicht gibt es 2 Vereine, die dort annähernd das Profitum anbieten. Aber ich denke, es ist auch wahrscheinlich der sportliche Geist. Du willst ja dich in besseren Ligen messen. Und darum ist das irgendwie eine Entwicklung, die nachvollziehbar ist. Sämi? Also von mir aus gesehen, ich wäre nur schon froh, wenn wir irgendwie einzelne Spielerinnen einigermaßen entlöhnen könnten. Ich glaube, das würde den Schweizer Fußball, den Frauenfußball sicher für sie bringen. Das, ich sage gerade, wenn wir bei uns, ja, ich meine, die kommen vom Arbeiten, also wenn ich jetzt denke, eine, die momentan auf einem Bauernhof helfen, Ernten nie tun, die irgendwie bis um 7:30 arbeitet und um 4:00 ins Training kommt, ja, ich meine, froh könnte die ein bisschen Geld geben. Hugo, bei dir tue ich es anders framen. Du hast jetzt Jana Gerber und Jolanda Thoman, das heißt, das sind gute Spielerinnen, das wissen wir. Der Andres weigert sich, ihnen anzuleiten, obwohl ich das nicht will in den Videos. Zum Beispiel Jana, wenn jetzt irgendjemand hier den Match gesehen hat und gesagt, weißt du was, komm direkt zu meinem FSV Jena oder so auf Deutschland oder auf Italien in mein Serie A-Team, und denkst du, es wäre für sie besser als Nationalspieler? Ja, gut, bei der Jana Gerber stellt sich die Frage schon gar nicht. Sie macht Ausbildung als Physio und wer weiß, was sie für den Kinder im Team. Die sind jetzt zum Beispiel zu Thun auf dem Müll einzeln trinken und das bedeutet für gewisse Spielerinnen mehr. Zum Beispiel jetzt auch gerade, was ich muss sagen, Lana Burkhardt, die ich jetzt von IB auch verpflichten konnte, da haben wir eine Woche einen Test gehabt. Und sie ist mit Freude zu uns gekommen. Ich muss auch IB danken, dass wir die Möglichkeit bekommen. Aber der Sämi ist auch so richtig entlöhnen. Der Ansatz muss aber auch nicht mehr sein, dass sich eine Spielerin verstanden fühlt und wohlfühlt. Und wenn sich das eine Spielerin wohlfühlt, jetzt in der Nazi B, ist ein Wechsel zu einem anderen Team sehr, sehr unrealistisch. Also da muss der Verein sehr viel falsch machen. Jetzt bei der Nazi A ist klar, da bleibt es nicht, oder es gibt einen Wechsel. Aber ich finde, in der Nazi B geht es um andere Werte. Und
da muss einfach jeder Verein seine Werte finden und das ist bei uns halt einfach wirklich so der Kit und eben entlöhnen. Die Situation werden wir in der Schweiz Nazi sicher nicht in den nächsten 10 Jahren haben. In der Nazi hoffe ich, dass wir wirklich in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, ist für mich jetzt müßig, solange es alle Mitgliederbeiträge zahlen, wenn wir nicht diskutieren und entlöhnen. Also. Genau, Mitgliederbeiträge muss man abschaffen, irgendwann in der Nazi wie Nazi, oder? Anderes zahlt man bei euch noch? Nein, das zahlt man nicht. Aber es ist natürlich schon klar, wenn man von Profitum und so redet oder von Entlöhnung, das muss zuerst wirtschaftlich eingeholt werden. Wir haben jetzt Quersubventionierung, die das teilweise ist. Es ist vom Mannenfußball, wo das Geld wegfließt. Das müssen die Vereine selber entscheiden, wie sie das handhaben. Aber solange wir nicht die grosse Wirtschaftlichkeit mehr in dem Frauenfußball haben, ist das noch utopisch zu meinen. Man kann da gross entlöhnen, die Spielerinnen, oder? Sonst das geht nicht auf. Und das Wichtige ist noch etwas anderes. Wir müssen auch aufpassen im Frauenfußball in der Schweiz. Mit allem Respekt, wenn man in ein Profitum will, dass man nicht in eine Seifenblase hineinkommt, wo es einen Platz. Weil wir haben genug Beispiele, was passiert ist in Neuenkirchen, wo man nachher sich strafbar gemacht hat. Und ich glaube, die Vereine, die sauber arbeiten, halt vielleicht nicht die Budgets haben wie andere, aber über Jahre die gute Arbeit machen, die werden irgendwann belohnt, vielleicht mit Geld oder mit Erfolg. Und das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man schnell Erfolg hat, Cup-Finale und Schweizer Meister werden und hat die Möglichkeit nicht, dann läuft man ein Unglück, weil dann ist man 2 Jahre weg von der Bildfläche in der Schweiz. Oder man hat halt jetzt gerade die Möglichkeit nicht Genf, Servet, wo wirklich halt der Verein voll dahinter steht oder jetzt gerade IB. Aber sonst ist es nicht möglich. Also wir in Thun wäre es schon gar nicht möglich mit dem FC Thun momentan in der Situation irgendetwas auf die Beine stellen, finanziell oder so, das muss man auch objektiv betrachten. Oder? Und von dem her gesehen, auch dort muss jeder Verein seinen eigenen Weg finden. Und IB, finde ich, macht einen guten Job mit der Quersubventionierung, ist natürlich super. Wir können es nicht und wir wollen es auch momentan nicht. Und das ist Also ich denke, es muss auch eine gewisse Nachhaltigkeit sein. Es bringt nichts, wenn du in 3-4 Jahren sehr viel Geld einpumpst und nachher musst du wieder runterfahren oder die Hälfte ist wieder weg von deinem Budget reduzieren, weil da sind ja so viele Leute dahinter, die arbeiten. Ich denke jetzt Sämi, Hugo, wo das auch fast ehrenamtlich sagen, macht das, die so viel Zeit investieren. Und das ist dann auch nicht eine Freude für all die so viel leisten, dann nachher das ganze Projekt reingeschwimmt. Also, nur um vielleicht einen Titel zu holen, sondern es muss schon eine gewisse Nachhaltigkeit dahinter sein. Wir wollen alle zusammen den Frauenfußball vorwärts bringen, das muss das Ziel sein. Aber das hat etwas Wichtiges, Nachhaltig. Aber du hast den Punkt bei mir, jetzt mein IB, wenn wir diskutieren mit der ganzen Stufe, die sie hervorragen, wie auch Zürich. Dort ist auch der Ansatz. Für mich sollte der Nazi B, Nationalverein mindestens 3 Mannschaften haben, dass man eigentlich die Grundlage hat, um mal die eigenen Nachwuchs einzusetzen. Es darf nicht sein, dass man oben raus spielt und einfach nur eine Mannschaft hat und alles zusammenkauft. Oder? Das ist für mich nachhaltig. Und so bringst du auch die Frauenfußball weiter, weil dann hast du ein Produkt, das längerfristig verhebt. Oder? Und das ist wichtig. Und da ist halt wirklich das, und vielleicht ist das auch der Ansatz, wo man im Frauenfußball eben, dass man im Unterbau investieren und alles. Oder? Das ist der Punkt. Der Unterbau, das ist ein Thema. Gehen wir aber zuoberst in die Investitionen. Ich denke, es ist wichtig. Zuerst mal Breaking News. Der FC Basel hat offiziell per heute die Laia Pilgrim übernommen vom FC Aarau aus der Nationalliga B. Wir haben es zwar schon gewusst, mehr oder weniger. Sie auch nicht zu einem Profivertrag, über 500 Franken pro Jahr und GA und was weiß ich für Lösungen. Pilgrim, das Talent im Schweizer Fußball, das ist ja auch jetzt ein neuer Teil vom Futura-Projekt vom SFV. Ich denke, ein bisschen Sport, aber du lieber Sport als nie. Basel investiert in Jugend, französische Jugend, noch eine deutsche, vor allem die eigene Jugend und Basel umstrukturieren. Sie sagen, wir wollen mehr Trainings zu speziellen Zeiten und entweder bist du Teil oder bist du nicht. Also das Mindset muss sich bei den Spielerinnen ändern für Basel und das ist die Idee. Sie wollen langfristig arbeiten, heisst es bei Basel. Für das hat man auch junge Spielerinnen geholt, wie eben Laia Pilgrim, die erst gerade 17 ist, glaube ich. Gleichzeitig gibt es die Grasshoppers, die wollen grosse Kellen anrühren, die suchen Sponsoren, versuchen mit 500'000 Franken sich ein Team, nicht nur das gute Team zu haben, obwohl das Prunkstück heisst, ist ja gerade jetzt beim Andres, Stefanie der Eier.
Sie versuchen das so zu lösen, über längere Zeit auch dort professionelle Strukturen zu bauen. Ich sage, wie der Hugo sagt, der Unterbau, auf den muss man ganz klar achten. Dann gibt es den FC Zürich, der versucht, alte Spielerinnen zurückzuholen, hat sich die Lenze Ramsey zurückgeholt, Susanne Stutz wieder aus dem nicht aktiven Fußball zu sich geholt und Rahel Kiewicz aus Deutschland geholt in die Schweiz. Mal schauen, wie sich das dann auszeichnet. Rahel Kiewicz ist natürlich eine erfahrene, gute Spielerin, aber mal schauen, ob sie auch in der Nationalliga A 2020, 2021 geht. Entschuldigung, AXA, Women's Super League 2021 kann durchschlagen. Und dann gibt es Servet. Servet baut einen Unterbau auf, der Verein steht endlich hinter den Frauen und die rühren natürlich mit grossen Kellen, haben für Sponsoring geholt, investieren in das Profitum. Also 4 verschiedene Philosophien. Ich mache kontroverse ganz und sage, Andres, du hast da das Logo, das zu den anderen 4 Logos passt. Welcher Philosophie sind ihr am nächsten bei den Young Boys? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, von der Struktur her sind wir wahrscheinlich der Mensch beim FC Zürich. Obwohl jetzt das nicht widerspricht, weil sie jetzt ältere Spielerinnen zurückkommen. Aber mit dem ganzen Aufbau von Nachwuchs etc. Wenn du jetzt etwas zum ersten nehmen, dann wäre es wahrscheinlich schon im gleichen Schema drin. Ich meine, die Transfers sind dann nachvollziehbar. Ich meine, Rage Kibitz ist eine Ur-FCZ-Lerin, hat den Erfahrung jetzt in die Bundesliga geholt und ich kenne jetzt nicht ganz genau, wie jetzt ihre Situation ist, aber wenn du wieder Wunsch hast zurückzukommen, ist es irgendwie ein naheliegender Transfer. Leslie ist auch eine Stadtzürcherin mit einem grossen Z auf der Brust. Also, das ist der Transfer, der mich am meisten enttäuscht in dieser Saison. Ich habe gehofft, dass Leslie den Mut hat, in Luzern zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dort hat sie mehr gerissen. Aber dass sie, also für Zürich macht das Sinn. Und, also, das sicher nicht Nein sagen, ja. Und Susi Stutz, ich kenne jetzt auch nicht genau, wie die Goalie-Situation ist, aber es ist eine sehr dankbare. Und du hast noch, wo ihre Rolle sicher im Team wird annehmen und ein guter Typ. Also von dem her sind das nachvollziehbare Transfers. Hat man die Diskussion bei euch mal gehabt, sagen, wir gehen die Basler Route und sagen, hey, jetzt müsst ihr einfach investieren, oder ist das wie für euch klar, dass das nicht geht? Gut, Basel ist ja nicht ganz neu, also die haben, glaube ich, auch schon grössere Budget gehabt. Ja. Ich weiss jetzt nicht genau die neuen Pläne, wie die in der neuen Saison aussehen. Es ist noch nicht so viel kommuniziert, aber mir ist zumindest nicht bekannt, alles im Detail. Aber wie gesagt, das wichtigste Stichwort, das wir wollen, ist wirklich auch nachhaltig sein und vor allem auch mit dem, wir wollen auf den eigenen Nachwuchs bauen. Also das ist schon so die Philosophie und der wird man eigentlich auch bleiben. Ja, darum haben wir es schon ein bisschen anders. Hugo, du willst etwas sagen? Also ich glaube, die Runde hat es nicht nötig, im Stil von Basel zu arbeiten. Mit dem Nachwuchs, mit den U19-Spielerinnen, glaube ich nicht. Basel hat jetzt vorletzt schon mal endlich mal eine gute U19 gehabt. Das haben sie lange nicht gehabt. Also ich glaube, die Runde ist sicher im Nachwuchsbereich in der Pole Position neben Zürich behalten. Also da muss man das Grenzen finden. Wegen der Pilgrim, ob das sinnvoll ist, zu Basel wechseln, wenn man liest aus den Medien, der Bericht, den sie drin war, zeigt ja mehrere Nationalvereine Fühlen ausgestellt. Vielleicht war auch IBE drunter. Ich glaube, vielleicht nicht. Ein Punkt ist einfach das, wenn ich Sportchef wäre als Nation, und das ist jetzt nicht böse gemeint, hätte ich mir sehr, sehr gut überlegt, ob ich Pilgrim verpflichte, aus einem Grund sehr verletzungsanfällig. Der Meier schaut, glaube ich, gerade zu, dass ich gerne meldet. Das ist nicht böse gemeint. Und für ein 17-jähriges Mädchen, das eigentlich auch noch zu besser so Teil verpasst hat, wegen Fußverletzungen zurückgekommen ist, wieder bin ich gespannt, wie sie sich bei Basel mit diesen Trainingsintensitäten, vielen Trainings durchsetzen, neben der Ausbildung im Moody auf der Geburtsstation, alles unter einen Hut zu bringen als 17-Jährige. Da bin ich sehr gespannt. Ich mag sehr gerne sicher den Vertrag, den sie unterschrieben hat. Ich glaube aber auch, dass vielleicht eine konstante Saison mit Verletzungen ihr sicher noch eine gute
Ich denke, für Alea Pilgrim ist sie ein Nachwuchstalent. Ich glaube, das haben wir gesehen. Sie zeigt jetzt die klaren Andeutungen. Du sagst es richtig, eine konstante Saison braucht es. Ich weiss nicht, wie gut das Umfeld Aarau für das gesehen wäre. Nein, das sage ich nicht. Und Basel macht es gut, weil Basel braucht neue Spielerinnen. Schundorf ist 33, 34. Meier wird nicht unbedingt Sturm spielen, Fuser geht weg, Buser geht weg. Sie braucht eine neue Stürmerin und Pilgrim passt die perfekte. Ja, mir geht es um etwas anderes. Man muss aufpassen. Das Mädchen 17 hat bei Adrian gespielt. Im Sturm. Sie ist in der U17-Nationalmannschaft, hat gegen Dänemark 4 Goal geschossen. Das wird wieder publiziert. Sie hat das Debüt mit 15 in ACB, hat er geschossen. Aber für mich ist ein Stürmerin in ACB, dass sie im National wirklich verhebt, muss sie mindestens 25, 26 Goal schießen, sie muss auffallen in jedem Match und sie muss dort Dampf geben. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Für mich ist der Wechsel ein Jahr zu früh. Und mir geht es um das, wenn man den Wechsel macht, muss man in der ACB wirklich die Torquote haben, dass man die Hälfte in den National schießt. Das ist meine Meinung. Vielleicht sagst du das anderes. Sämi, eine ACB-Stürmerin, kann man die erst 2 in die National stellen? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also, für mich, gerade wenn es natürlich so eine junge Spielerin ist, ich habe das Gefühl, die fehlt noch die Spielzeit. Ich sage das bei uns jeder Spieler. Wenn einer einfach zu wenig zum Spielen kommt, dann bringt es einfach nichts. Wir hatten gerade diese Woche eine Spielerin, die bei den B-Junioren, habe ich dir erzählt, Hugo, die hat bei den B-Junioren gespielt, ist jetzt zu uns eine Woche trainieren. Ich finde die absolut super. Aber eigentlich ist es schade, wenn ich die jetzt in die ACB nehme. Weil die wirklich in einer U-Mannschaft, dort will sie nicht unbedingt. Für mich, aber eben, es gibt ja immer wieder so Ausnahmetalente. Also, und ich sage, wenn sie in ein System nicht passt, wenn sie in ein Team nicht passt, kann das sein, dass sie in der ACB spielerisch oder vielleicht von der Torquote her nicht so auffällt, aber in ein Team nicht passt und nachher die dort schießt. Ich kann mir vorstellen, dass bei Basel sie besser aufgekommen ist. Ich meine, nicht despektierlich gemeint zwar, aber es ist ja auch nicht gerade der Fußball neu erfunden worden am Stachel. Mir geht es wirklich, dass ich hinter bedenke, weil es ist sehr verletzungsanfällig. Das ist der einzige Grund, wieso sich vielleicht als technischer Leiter vom Nationalclub sagt, machen wir den Wechsel nicht. Vielleicht, Andres, du kannst mehr sagen, was so Punkte sind, über das, was man diskutiert bei den Spielern, die du sehr durchleuchten. Also, vielleicht liegt die auf dem Holzweg. Gut, jetzt fairerweise muss jetzt da ein bisschen Lanz brechen für den FC Basel. Bei der Amira Arfauing haben seit einem halben Jahr, wo sie waren, haben sehr auf Belastung geschaut. Ja, das muss man jetzt auch so ein bisschen anerkennen. Aber dort ist nachher mal der Wechsel zu Servet. Was für mich eigentlich auch ein Diskussionspunkt ist, wenn du nicht bist bei Basel, wo man eigentlich um die sorgen, dass man eigentlich, wie du richtig sagst, nicht für das Spiel verheizen, dass man eigentlich den Wechsel macht, dass er eigentlich, wieso nicht ein Jahr Zeit gibt. Und das ist ja das, was mich ein bisschen stört bei gewissen Spielerinnen, wenn man nicht spielt oder wenn man vielleicht die eigenen Ansprüche hat, die sich nicht mit dem Verein verbinden, dass man dann eigentlich den Wechsel forciert. Und das ist das, wo du sicher tagtäglich erlebst, wo du eigentlich in deinem Job auch zum Teil anschießt. Weil du hast ja einen Plan mit der Spielerin, wo du eigentlich das Beste, aber man sieht es nicht. Und dann kommt das Umfeld ins Spiel, oder? Was ich glaube, wir gehen ein bisschen zu weit. Ja. Zum Beispiel im Fall von Admiral Faui, oder? Da wissen wir, dass sie westschweizerisch angeguckt ist. Einen Zug noch Genf hat und wenn der einen Profivertrag kommt, ich meine, bist du blöd, wenn du nicht annimmst, ganz ehrlich, oder? Wobei die Bedingungen sind ja, glaube ich, bei Basel auch nicht so schlecht. Nein, bei Basel sind die Bedingungen auch gut. Also jetzt so monetär gesehen. Nein, natürlich, aber ich denke, dort ist es auch eine kulturelle Sache. Französisch reden, Heimatstadt zurück. Wir gehen eigentlich schon fast zu weit, weil wir in die Detaildiskussion und ihr wollt ja alle so früh gehen. Ich habe Zeit, ich habe 2 Stunden machen. Nein, ich sage, ich will dir den letzten Frage stellen, Sämi, bevor ich dich gehe und dann machen wir noch schnell 2 Minuten länger. Sämi, du hast ja schon alles erlebt, du hast ja gesagt, Aufstockung, Abstockung, Herdöpfelstock, alles mögliche in der ACB, NCA erlebt im Frauenfußball. Wenn du jetzt schaust, die 4 Philosophien, die ich aufgezählt habe, Servet mit dem vielen Geld, Zürich mit den älteren Spielerinnen, Basel mit den jungen Spielerinnen und Commitment GC mit dem vielen Geld aber innen, was hast du das Gefühl, ist die beste Philosophie? Noch. Ich meine, ich habe nie mit viel Geld geschafft im Frauenfußball.
Und ich sage, ich hätte gerne ein bisschen mehr. Ich glaube, wir können ein bisschen besser für sein. Und ich glaube, dass IB genau das Richtige macht. Ich sage wie, das ist wirklich 1:1 mehr Fußball. Wenn du Erfolg willst, bestimmte Leaderspieler brauchst. Also IB braucht bestimmte Leaderspielerinnen, darum junge Spielerinnen, die man aufbaut, denen Zeit gibt, Geduld hat, nicht gerade Angst hat, wenn halt mal eine Saison nicht so top läuft, aber gezielt merkt, dass man die jungen Spielerinnen weiterbringt. Und in der Hoffnung gewusst hat, dass nicht alle gerade ins Ausland gehen. Wie seht ihr drei, sorry, ich behalte das noch ganz ein bisschen, wie seht ihr drei das mit dem Verheizproblem? Oder das Problem vom Verheizen, wenn du gross investierst im Frauenfußball, ich verstehe, dass wenn dann kein Return kommt, ich meine, da bringen die 5 Meistertitel, die du vielleicht holst, und 2-3 Champions League Partien im Jahr nichts, ist das Verheizungsproblem noch oben im Schweizer Frauenfußball anders? Ja, du willst den Nein, sag du. Ja, also ich glaube, ich meine, das liegt ja auch ein bisschen an den Trainer. Sie haben eine gewisse Kader und man muss halt auch mal den Mut haben, nicht immer auf seine 11 setzen, sondern halt auch mal andere Spielerinnen Zeit zu gewähren. Und ich glaube, das ist halt schon ein bisschen trainerbedingt, wie ihr das handhabt. Aber ich meine, zum Beispiel bei IB redet ja auch, wahrscheinlich könnte man auch mit der AG, mit den Herren reden und irgendwie für viel mehr Geld appellieren. Aber aus irgendeinem Grund machst du es nicht. Ja, also wir haben uns das Budget ein bisschen angepasst in den letzten Jahren. Es ist schon etwas gegangen. Aber man muss schon auch immer sehen, wie viel kostet das schlussendlich pro Jahr. Und, ja, es ist schön, wenn man mal Champions League spielen kann, aber ja, man wird dann auch sehen, das sind dann vielleicht 2 Spiele und die sind dann auch wieder durch. Also, es muss irgendwie schon auch wirtschaftlich aufgehen, mehr oder weniger. Sämi, du kannst nicht nur ausgeben und es kommt fast nichts rein und das Budget tust du erhöhen und das ist gefährlich. Vor allem im Frauenfußball, im Moment, wo wirklich viel zu wenig Geld drin ist, wo man zu wenig in der Öffentlichkeit präsent ist, dass wir zu wenig Sponsoren, wirklich ein Negativkreislauf. Und wegen dem ist es heikel, zu viel Geld investieren. Und also wir haben realistisch die Aufwandseite haben jetzt viele Vereine erhöht. Ja. Und die Ertragsseite ist ein Mini gewachsen. Also selbst der Ligasponsor wissen wir, wenn, dann wird das kein Scheck sein, wo du eine grosse Party schmeißen und mit dem Champagner rumschießen. Also vielleicht können wir dann schon mal eine grosse Party schmeißen, so zu einem Saisonabschluss oder so. Aber also vom Betrag her müssen wir sicher realistisch sein. Das wird nicht. Hugo, du brennst, um etwas zu sagen? Nein, nicht. Es ist einfach so, dass jemand das zustimmen tut. Eine Sekunde. Der Meistertitel ist eins. Champions League spielen, je nachdem was du für los hast, bist du dann in die Hand, wenn du irgendwie auf Weißrussland darfst, wo dir weiss, was irgendwie der Flugschaftsvermögen kostet, und dann fliegst du da hin und für, ja, jetzt wie Lugano, wo das Ding hatte, interessant war, wo du eigentlich von vornherein weisst, ja, du gehst hochkant raus, das klingt jetzt hart. Ich glaube, die Gruppenphase wäre sicher interessant für IB, aber auch dort wäre eine Situation, das sind dann Sachen, dass es wirklich attraktiv wird für den Verein selber, wo man auch Geld generieren mit dieser Teilnahme. Jetzt neben der Startprämie von der UEFA ist halt ein Fernsehspiel, oder? Gut, sie haben einen hauseigenen TV-Kanal, wo man sicher machen kann, aber solange es die Spiele im Fernsehen kommen, ist es für den anderen schwierig, um irgendwie etwas zu generieren, zum attraktiv zu sein. Und wegen dem ist die Aussage, wo der andere sagt, Ausgaben werden höher, aber die Einnahmen sind plus minus auf dem gleichen Stand. Also irgendwann wird dann der Verein sagen, das Spiel ist gut für den Trainer, gut für das Team, aber für den Verein ist es nur unwichtig. IB in der Champions League, das werden wir darauf warten, natürlich abseits als Haus-TV-Sender von den Young Boys. Sicher gut. Ich verspreche mir, wir machen einen Transfer-Talk mit Alia und Mehr, wo wir jeden Tag gehen und darüber reden. Ich werde meine Herren gehen und wegen dem danke ich nochmal für eure Zeit, danke euch nochmal für das Turnier. Die letzte Frage, Sämi, der andere hat sehr viele junge Spielerinnen heute im Einsatz gehabt, die werden nicht alle spielen. Wenn du jetzt, wo ich euch verbunden habe miteinander, dürftest du wünschen, würdest du eine Spielerin wünschen? Nein, ich
Ich wünsche nie Spielerinnen. Aber würdest du das Gespräch suchen jetzt? Also, das Problem ist, die Distanz ist schon zu gross. Wegen dem müssen wir, glaube ich, über das gar nicht diskutieren. Stunde, komm jetzt. Nein. Nein, für mich, ich glaube, als ich das erste Mal Frauentrainer war, haben wir wirklich noch Spielerinnen gehabt, die weite Wege in Kauf genommen haben. Und ich glaube, heute sind Haufen andere Sachen. Wie der jetzt wie der Hugo gesagt hat, sind andere Sachen sind viel wichtiger, ein gutes Team. Und wir haben den FC Luzern Spitzfußball in der Nähe. Also. Wir haben heute schon viel gemacht. Livestream sehr, sehr lang über das ganze Turnier. Nächste Woche wieder ein Livestream. Dann, wenn alles klappt, Beachsoccer bei uns, bei Abseits der ganzen Sommer durch. Ich freue mich schon drauf. Es wird dazwischen noch ein paar Podcasts geben, aber natürlich nur ganz wenig, weil der Fußball wird wieder in Pause. Ist eigentlich traurig, nach so langer Pause. Ich danke nochmal meinen Panelists, Meier von den Young Boys, Samuel, Sämi, Adrian Koch von FC Luzern Frauen und Hugo Kostezer vom Frauenteam Thun, Berner, Oberland. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Spotify, auf Soundcloud, auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Dort halten wir euch auf dem Laufenden. Das war es für den kurzen Podcast. Nächste Woche dann wieder in Thun mit dem Turnier von U16. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Oder übersehen.